Es hat plötzlich einen Haufen Rauch und dann geht der Alarm los. Wir zeigen euch, wie es geht. Hallo zusammen, ich bin der Fabian Und ich bin der Peter von der Firma Witt Metallbau. und wir stellen euch heute den Smoke Control von Nice vor. Der Smoke Control ist ein Rauchmelder, so wie ein ganzer Haufen Leute eigentlich auch bei sich daheim installiert haben. Und das sieht man auch, damit, wenn es eine starke Rauchentwicklung gibt, vielleicht wie es brennt, dass der Alarm losgeht. Was natürlich sehr wichtig ist, vor allem wenn man schläft. Dann merkt man es eben nicht, wenn es irgendwo brennt. Und dank einem Rauchmelder hört man das. Das Problem, das man einfach hat, der Alarm, der ist natürlich nur lokal. Das heisst, wenn man ausser Haus ist und der Alarm geht los, merkt man von dem nichts. Genau, und für das haben wir den Smoke Control von Nice. Vorne auf der Schachtel ist natürlich wie immer die Anleitung per QR-Code verlinkt. Ihr findet sie natürlich auch auf unserer Webseite. Dann, wenn wir die Schachtel aufmachen, finden wir hier gerade noch zwei Schrauben drin zum Montieren. Und natürlich den Smoke Control. Die Batterie von dem hält etwa 2 Jahre lang. Die findet ihr hier hinten drin. Müsst ihr einfach mit der Handfläche drehen und dann kommt sie schon ab. Zum Einschalten müsst ihr schnell die Batterie rausnehmen, um das Zettel rauszubekommen. Und zwar so. Und hinten im Deckel findet ihr dann noch die Löcher zum Montieren. Den könnt ihr an ganzen Haufen Orten montieren. Ihr könnt ihn aber auch irgendwo einfach drauflegen. Es ist einfach wichtig, dass ihr in der Anleitung die Hinweise beachtet, die sie dazu schreiben, wo man ihn platzieren soll. Zum Einlernen im Yubi-System ist es auch denkbar einfach. Nachdem ihr ihn so aktiviert habt, könnt ihr einfach beim Yubi und dort Z-Wave hinzufügen anklicken. Nachher drückt ihr 3-mal auf die Taste hier in der Mitte und dann tut es automatisch den Rauchmelder einlernen. Wir haben dazu noch ein separates Video auf unserer Webseite, wo ihr das auch noch detailliert seht. Das hat den Vorteil, dass ihr einerseits, wenn der Rauch abgeht, einen Alarm bekommt, zum Beispiel auf euer Handy oder auf allen Geräten, die ihr vernetzt habt mit dem Yubi. Dass ihr aber auch den Rauchmelder als Sensor in euren Szenen einbauen könnt. Ihr könnt zum Beispiel machen, wenn der Rauch losgeht, dass automatisch die Storen raufgehen, damit im Notfall die Feuerwehr problemloser ins Haus kommt. Es hat ganz viele Parameter, die ihr zusätzlich noch einstellen könnt. Also, wenn ihr das im Yubi integriert, ist die Bedienung eigentlich relativ einfach, aber es bietet euch sehr viele Möglichkeiten. Genau. Wenn natürlich durch das Feuer das Internet ausfallen würde, ist das natürlich kein Problem. Das würde natürlich weiterhin funktionieren, auch ohne Internet oder Verbindung. Tut auch alle 10 Sekunden intern einen Selbsttest ausführen, ob noch alles funktioniert. Und sonst gibt er ein Alarmsignal, also auch wenn zum Beispiel die Batterie langsam leer geht. Und es gibt natürlich noch einen Selbsttestknopf vorne drauf. Ihr seht, es ist ein super wichtiges Gerät, das wir hier haben. Es erhöht eure Sicherheit massiv, wenn es daheim brennt oder eben eine Rauchentwicklung ist. Ihr erfahrt sofort per Handy oder allen anderen Geräten, die ihr ins Yubi-System eingebunden habt. Ihr kommt auf unserem Shop über, auf witt.ch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, wenn ihr weiterhin informiert werdet über unsere neuesten Produkte, schließt noch ein Abo ab. Be smart, be nice. Ciao zusammen.